Hallo und herzlich willkommen zu German for Beginners. Ich bin Lena und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich bin Frank. Schön, dass du hier bist. Lena, du siehst heute richtig wach aus. Hast du schon deinen Kaffee gehabt? Natürlich, ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Ich glaube, mein Tag startet erst nach der zweiten Tasse. Geht mir genauso. Aber genau darum geht's hier heute, um unseren Tagesablauf. Genau, heute sprechen wir darüber, was wir jeden Tag tun. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und das ist super wichtig, wenn du Deutsch lernst. Denn über den Alltag zu sprechen, brauchst du ständig, egal ob im Unterricht, im Job oder einfach im Gespräch mit Freunden. Richtig, du lernst heute viele nützliche Wörter und Sätze wie ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit oder ich esse zu Mittag. Und am Ende kannst du über deinen eigenen Tagesablauf sprechen. Also bleib dran und hör gut zu. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst du keine neuen Folgen. Na dann, lass uns starten mit unserem Thema Dein Tagesablauf. Also Lena, warum ist das Thema Tagesablauf eigentlich so wichtig, wenn man Deutsch lernt? Gute Frage. Ich finde, weil es etwas ist, das wir jeden Tag erleben. Wenn du über deinen Alltag sprechen kannst, kannst du mit Menschen sofort ins Gespräch kommen. Stimmt, fast jedes Gespräch beginnt irgendwie damit, wie war dein Tag? Oder was hast du heute gemacht? Genau. Und dabei benutzt man ganz viele häufige Verben. Aufstehen, frühstücken, arbeiten, kochen, schlafen. Wenn du diese Wörter gut kennst, kannst du schon richtig viel sagen. Und du kannst dein Deutsch im Alltag üben. Zum Beispiel, wenn du Freunden erzählst, wann du aufstehst oder was du morgens machst. Oder wenn du Smalltalk machst. Viele vergessen, dass man mit einfachen Sätzen sehr natürlich klingen kann. Zum Beispiel, ich trinke morgens einen Kaffee. Ganz simpel, aber total echt. Ich sag das auch jeden Tag. Aber es stimmt, der Tagesablauf ist eine super Grundlage, um Grammatik, Zeitangaben und Verben zu üben, ohne dass es kompliziert klingt. Und man kann ganz leicht über sich selbst sprechen. Das macht das Lernen persönlicher. Richtig. Und in dieser Folge zeigen wir dir, wie du das machst, Schritt für Schritt. Also bleib dran. Im nächsten Teil erzähle ich, wie mein Tag aussieht. Vom ersten Kaffee bis zum Feierabend. Oh, da bin ich gespannt. Ich wette, bei dir klingelt der Wecker früher als bei mir. Das werden wir gleich sehen. So, Lena, jetzt bin ich gespannt. Wie sieht dein typischer Tag aus? Also, mein Tag beginnt meistens gegen 6:30 Uhr. Mein Wecker klingelt und, ehrlich gesagt, ich drücke fast immer einmal auf Snooze. Klassiker, ich auch. Dann stehe ich auf, gehe ins Bad, wasche mein Gesicht und putze meine Zähne. Danach mache ich mir, natürlich, meinen Kaffee. Ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Das kenne ich. Und frühstückst du gleich danach? Ja, meistens. Ich esse etwas Leichtes, ein Toast oder Joghurt mit Obst. Währenddessen höre ich gerne Musik oder einen Podcast. So starte ich ruhig in den Tag. Klingt entspannt. Wann gehst du zur Arbeit? So gegen 7:45 Uhr gehe ich aus dem Haus. Ich fahre mit der Bahn zur Arbeit, das dauert ungefähr 25 Minuten. In der Zeit höre ich meistens Nachrichten oder übe ein bisschen Englisch. Wow, du lernst schon am Morgen. Respekt. Nur manchmal, nicht jeden Tag. Im Büro bin ich so gegen 8:15 Uhr im Büro. Dann trinke ich noch eine Tasse Kaffee mit Kollegen und beginne mit meinen E-Mails. Klingt nach einem guten Start. Und wann hast du Mittagspause? Gegen 12:30 Uhr. Ich bringe oft mein Essen von zu Hause mit, meistens Salat oder Nudeln. Nach der Pause arbeite ich bis etwa 16:30 Uhr, dann mache ich Feierabend. Und wie entspannst du dich nach der Arbeit? Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich erstmal bequeme Kleidung an und trinke einen Tee. Danach gehe ich manchmal spazieren oder treffe mich mit Freunden. Abends koche ich etwas Leckeres und schaue eine Serie. Gegen 22:30 Uhr gehe ich ins Bett. Sehr strukturiert. Ich glaube, mein Tagesablauf ist ein bisschen chaotischer. Das werden wir gleich sehen. Jetzt bist du dran. So, Frank, jetzt bist du dran. Wie sieht dein typischer Tag aus? Also, mein Tag startet ehrlich gesagt etwas später als deiner. Mein Wecker klingelt gegen 7:30 Uhr. Und ja, ich drücke fast immer auf Snooze. Das dachte ich mir schon. Dann gehe ich ins Bad, dusche und mache mir einen großen Kaffee. Ohne den bin ich nicht ansprechbar. Frühstück esse ich meistens nicht, ich trinke nur Kaffee und fahre dann los. Also Team Kaffee statt Frühstück. Ich bin Team beides. Ja, ich weiß. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, das dauert etwa 30 Minuten. Im Auto höre ich meistens Musik oder einen Podcast, manchmal auch unseren. Sehr gute Wahl. Und was machst du zuerst im Büro?
Ich schalte meinen Computer ein, lese E-Mails und plane meinen Tag. Dann geht's an die Aufgaben. Schreiben, telefonieren, manchmal Meetings. Vormittags verfliegt die Zeit total schnell. Wann hast du Mittagspause? Gegen 12:30 Uhr. Ich gehe meistens mit Kollegen essen, manchmal nur ein Sandwich, manchmal ein richtiges Menü. Danach bin ich meistens ein bisschen müde. Das kenne ich. Nach dem Mittagessen könnte ich direkt ein Nickerchen machen. Oh ja, nachmittags habe ich oft Besprechungen oder arbeite an Projekten. Gegen 17:30 Uhr mache ich Feierabend und fahre nach Hause. Und wie entspannst du dich nach der Arbeit? Erstmal kurz abschalten. Ich esse etwas, schaue eine Serie oder spiele Gitarre. Später gehe ich oft spazieren. Frischer Aufluft tut gut nach dem Arbeitstag. Und gegen 22:30 Uhr gehe ich schlafen. Sehr strukturiert. Ich glaube, mein Tagesablauf ist ein bisschen chaotischer. Das werden wir gleich sehen. Jetzt bist du dran. Also Lena, wenn ich unseren Alltag so höre, fällt mir auf, wie viele gleiche Verben wir benutzen. Stimmt. Es gibt bestimmte Wörter, die in fast jedem Tagesablauf vorkommen. Zum Beispiel aufstehen, waschen, frühstücken, arbeiten, kochen, schlafen. Wenn du diese Wörter gut kennst, kannst du schon richtig viel sagen. Und du kannst dein Deutsch im Alltag üben. Zum Beispiel, wenn du Freunden erzählst, wann du aufstehst oder was du morgens machst. Oder wenn du Smalltalk machst. Viele vergessen, dass man mit einfachen Sätzen sehr natürlich klingen kann. Zum Beispiel, ich trinke morgens einen Kaffee. Ganz simpel, aber total echt. Ich sage das auch jeden Tag. Aber es stimmt, der Tagesablauf ist eine super Grundlage, um Grammatik, Zeitangaben und Verben zu üben, ohne dass es kompliziert klingt. Und man kann ganz leicht über sich selbst sprechen. Das macht das Lernen persönlicher. Richtig. Und in dieser Folge zeigen wir dir, wie du das machst, Schritt für Schritt. Also bleib dran. Im nächsten Teil erzähle ich, wie mein Tag aussieht. Vom ersten Kaffee bis zum Feierabend. Oh, da bin ich gespannt. Ich wette, bei dir klingelt der Wecker früher als bei mir. Das werden wir gleich sehen. Also Frank, genug vom Arbeitsalltag. Wie sieht denn dein Wochenende aus? Oh, mein Wochenende ist heilig. Lächelnd. Ich schlafe meistens länger, so gegen 8 oder halb 9. Und das Beste ist, kein Wecker, kein Stress. Das klingt gut. Ich bin am Wochenende auch lieber langsam unterwegs. Ich trinke meinen Kaffee auf dem Balkon und lese Nachrichten, ohne Termine, ohne E-Mails. Genau das. Samstagmorgen ist bei mir Slow Morning. Ich mache Frühstück, meistens mit frischen Brötchen und Marmelade. Danach gehe ich gern einkaufen oder auf den Markt. Ich liebe es, frisches Gemüse zu holen und neue Rezepte auszuprobieren. Oh, das klingt lecker. Ich bin da eher der spontane Typ. Ich frühstück schnell, gehe vielleicht joggen oder treffe Freunde auf einen Kaffee. Sport am Wochenende. Respekt. Ich nehme mir das immer vor, aber meistens lande ich auf dem Sofa mit einer Serie. Das kenne ich. Samstagabend ist bei mir meistens Filmabend. Ich lade Freunde ein, wir kochen zusammen oder bestellen Pizza. Ich liebe das auch. Gutes Essen, gute Gespräche, keine Ile. Und Sonntag? Sonntag ist mein ruhiger Tag. Ich schlafe aus, mache einen Spaziergang im Park. Manchmal besuche ich meine Eltern. Und du? Ich telefoniere sonntags oft mit meiner Familie oder treffe eine Freundin zum Brunch. Wenn das Wetter schön ist, mache ich einen langen Spaziergang oder fahre mit dem Fahrrad ans Wasser. Klingt nach perfektem Sonntag. Ich finde, Wochenende ist nicht nur Pause vom Arbeiten, es ist Zeit für sich selbst. Ja, absolut. Und das Schöne ist, man kann Deutsch sogar am Wochenende üben, ohne zu lernen. Einfach beim Einkaufen, beim Bestellen im Café oder beim Smalltalk mit Freunden. Stimmt. Sprache gehört ins Leben, nicht nur ins Lehrbuch. Genau. Und wenn man über den Alltag oder das Wochenende sprechen kann, ist das schon richtig gutes Deutsch. Also Leute, nehmt euch Zeit, genießt euer Wochenende und übt dabei ein bisschen. Ganz entspannt. Oder wie ich sage, Lernen darf sich leicht vernehmen. So Frank, das war jetzt ganz schön viel über unseren Alltag, oder? Oh ja, wir haben wirklich den ganzen Tag durchlebt, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und das Schöne ist, man kann daraus richtig viel lernen. Wenn man über den Tagesablauf spricht, benutzt man ganz viele nützliche Verben und Redewendungen. Genau. Lass uns mal gemeinsam wiederholen, was heute wichtig war. Okay, also zuerst die Verben. Ganz einfache, aber super wichtige Wörter, die man jeden Tag braucht. Aufstehen, waschen, frühstücken, arbeiten, essen, entspannen, schlafen. Und auch fahren, gehen, lesen, hören, kochen, treffen. Mit diesen Verben kannst du fast jeden Satz über deinen Tag bilden. Zum Beispiel,
Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 7:30. Ich gehe zur Arbeit. Ich arbeite bis 4 Uhr. Dann gehe ich nach Hause und entspanne mich. Sehr gut. Und was ich auch wichtig finde, sind die Zeitangaben. Wenn du sagst, um 7 Uhr, um 7:30, am Abend, am Wochenende, das macht deinen Satz komplett. Ja, das ist sozusagen das Gerüst. Und wenn du die Wörter zuerst, dann, danach oder später dazu nimmst, klingt dein Deutsch sofort flüssiger. Lass uns das mal ausprobieren. Zuerst stehe ich auf, dann mache ich Kaffee, dann gehe ich zur Arbeit, danach esse ich zu Mittag und am Abend lese ich ein Buch. Perfekt, das klingt richtig natürlich. Und du kannst deine Routine jederzeit anpassen. Zum Beispiel, am Wochenende stehe ich spät auf oder am Sonntag mache ich Sport. Stimmt. Und noch ein kleiner Tipp: Wenn du dir nicht sicher bist, wie man etwas sagt, beschreib es einfach mit einfachen Worten. Zum Beispiel statt „Ich dusche mich morgens ab" kannst du sagen „Ich gehe morgens ins Bad". Das ist völlig okay. Ja, absolut. Wichtig ist, dass du dich traust zu sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Routine entsteht durchs Machen. Und durch Wiederholung. Wenn du jeden Tag ein paar dieser Sätze sagst, merkst du, wie leicht es wird. Vielleicht könnten wir ja ein paar Beispiele zum Mitsprechen machen. Gute Idee. Also, sprich mit. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich trinke Kaffee. Ich gehe zur Arbeit. Ich esse zum Mittag. Ich gehe nach Hause. Ich koche Abendessen. Ich lese ein Buch. Und ich gehe schlafen. Perfekt. Das war schon fast dein kompletter Tag auf Deutsch. Und wenn du magst, kannst du jetzt dein eigenes Miniskript schreiben. Wie sieht dein Tag aus? Wann stehst auf? Wann isst du? Wann gehst du schlafen? Ja, schreib einfach 5 bis 10 Sätze über deinen Tag. Du wirst sehen, das hilft enorm beim Lernen. Und du kannst uns gerne in die Kommentare schreiben, was machst du jeden Tag? Wir lesen das super gern. Absolut. Es ist immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Routinen sind und trotzdem irgendwie alle gleich. Genau. Wir stehen auf, trinken Kaffee, arbeiten, essen, schlafen und das verbindet uns alle. Und genau das macht das Thema Tagesablauf so schön. Es ist persönlich, echt und jeder kann mitreden. Richtig. Und mit solchen Themen lernst du nicht nur Vokabeln, sondern auch über dich selbst zu sprechen. Und das ist das Ziel einer Sprache. Ganz genau. Sprache lebt davon, dass du dich ausdrücken kannst und nicht davon, perfekt zu sein. Also, sprich, mach Fehler, hab Spaß dabei und übe jeden Tag ein bisschen. Das ist der beste Weg. Und wenn du dran bleibst, wirst du merken, wie dein Deutsch Schritt für Schritt besser wird. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir uns noch bedanken, oder? Auf jeden Fall. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest Spaß und hast etwas Neues gelernt. Wenn dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und gib uns gerne einen Daumen nach oben, das hilft uns sehr. Und natürlich, schreib in die Kommentare, was machst du jeden Tag? Vielleicht antworten wir ja im nächsten Video auf deine Routine. Das wäre doch cool. Also, bleib dran, bleib motiviert und denk dran. Speichern und Folgen nicht vergessen. Vielleicht sehen wir uns sonst nie wieder. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch.